Hallo und herzlich willkommen bei Akuma Games. Heute zeige ich euch ein Produkt von BoboVR, das B2 Dock für die Oculus Quest 2, beziehungsweise jetzt auch offiziell, zumindest von BoboVR so bestätigt, für die Pico 4. Wie das Ganze installiert wird an der Pico 4 zum Beispiel, aber wo ich das B2 Dock noch besser finde, zeige ich euch in diesem Video. Also bleibt dran. Dann schauen wir uns das schöne Stück doch mal an. Wir haben das hier in einer kleinen, kompakten Verpackung. Wir sehen hier einfach nur das Gerät. Das ist ja dieses Dock. So, ich habe das Ganze schon mal aufgeschnitten, um zu gucken, ob alles da ist. Und wir haben hier einen Klebestrap für Third-Party-Sachen. Ich habe ja keinen Bobo VR zurzeit, deswegen wird das hier wohl nicht relevant sein hier erstmal. Das ist nämlich fürs Bobo VR M2 Plus oder eben ohne Plus. Es gibt auf jeden Fall irgendein Bobo VR, wo man das upgraden kann. Das brauchen wir erstmal nicht. Und da haben wir auch schon den Dock. Das Dock, das ist einfach nur so ein Plastikdock. Hier sind so Pads, damit das Ganze nicht irgendwo, sieht man schlecht, das sind so kreisrunde, also Pads, damit es wahrscheinlich nirgendwo gegen kommt. Und hier ist der Akku. Den kenne ich schon von meinem Bobo VR. Ist voll. Und das kommt hier drauf. Zusätzlich ist hier noch ein USB-C Ladekabel, USB-C auf USB-C, um das Ganze aufzuladen, weil das Ding soll ja dann befestigt werden. Und ich habe ja auch schon, ich habe mehr damit vor, aber erstmal können wir ja mal gucken. Hier ist die Pico 4 und ich habe auch noch mehr damit vor mit der Quest, aber da muss, glaube ich, als erstes das Ding dran. Wir kleben das hier einfach mal dran, würde ich sagen. So. Gucken, dass es hier vernünftig passt. Ich denke, das war so schon ganz gut. Jetzt haben wir das Ganze hier mit einem Klett. Also einmal ist es hier eigentlich da, um das Hinterstück zu kommen, aber hier haben wir keinen Platz, um darüber zu kommen. Da müssen wir uns da was anderes einfallen lassen. Und hier in der Mitte kann man das um das Strap wickeln. Wir können das hier zum Beispiel einmal ausprobieren. Wir lassen die hinten mal zu. Hier nochmal geöffnet. Und dann befestigen wir das Ganze hier schön fest. So. Und dann würde das hier wahrscheinlich auch schon funktionieren. Ihr seht es hier. So wäre das hier dann dran. Natürlich würde es hier nach vorne kippen, aber irgendwo muss es locker bleiben, weil wenn man das komplett fest macht, würde man nicht mehr an das Rädchen hier kommen. Seht ihr das? Das ist ein bisschen unpraktisch. Ähm, Da könnte man sich hier vielleicht noch Lösungen überlegen, wie man das hier festmacht an dem Strap zum Beispiel, dass man es trotzdem nochmal anheben kann. Aber so würde das erstmal grundsätzlich mal funktionieren. Ich finde das schon ein bisschen nervig, ja. Ich überlege mir da nochmal was. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich habe jetzt hier noch eine Kleinigkeit verändert. Das habe ich jetzt also ganz normal da dran gemacht, wie im Video gezeigt eben. Aber ihr seht's, da rutscht nichts mehr weg. Ich habe jetzt nämlich Klettverschluss genommen. Also ich habe hier sowieso welche rumliegen. Müsst ihr euch natürlich dann zuordern. Das ist so die Sticky-Seite, sag ich mal, von einem Klettverschlussband, also so selbstklebend. Und das habe ich hier hinten, weil hier haben wir eine flache, glatte Oberfläche. Und da kann man das schön, ich habe hier einfach so ein
so ein Stück genommen und das hier hingeklebt und daran ist das Ganze dann befestigt. Also einfach nur hier drum gemacht und das ist hier dann fest. Und bis jetzt hält es auch ganz gut. Kann natürlich sein, dass sich das irgendwann hier löst, muss man gucken. Aber bis jetzt funktioniert das super und jetzt hat man eben nicht das Problem, wenn man das Ding hochzieht, dass es runterrutscht. Also das fand ich schon echt blöd. Aber wo ich das Ganze noch getestet habe, ist bei der Oculus Quest 2 mit dem Kiwi Design Audio Strap. Nämlich da, habt ihr vielleicht in meinem Video schon gesehen zum Audio Strap, fehlt ein bisschen die Balance und natürlich ein zusätzlicher Akku. Dafür ist die Audiolösung total cool. Und das zeige ich euch als nächstes. So, und das ist hier also, das ist mein perfektes Setup für mich persönlich. Also wenn ihr kein Halo Strap mögt, also das auf eurer Stirn aufliegt, sondern ein klassisches Elite Strap haben wollt mit Audiolösung, dann ist das vermutlich die beste Lösung für euch. Das ist das Kiwi Design Audio Strap, was balance-technisch natürlich nicht perfekt ist, weil eben frontlastig durch die Quest 2, das ist halt so, aber mit dem Bobo VR Akku, es ist halt echt hell heute, mit dem Bobo VR Akku hinten dran und das Ganze sitzt auch total stabil. Ich zeige euch gleich, wie ich das befestigt habe. Und das ist echt eine super Lösung. Also balance-technisch, Verkabelung, alles kein Problem. Setzt man drauf, sitzt locker hier auf den Ohren. Also echt perfekt. Ich bin mir zwar sicher, dass Kiwi Design eine Lösung findet, einen Akku-Strap mit Audiolösung zu machen. Entweder werden dann die Kopfhörer separat erhältlich sein oder die werden auch so eine Akkulösung machen, aber das ist natürlich ein super geiles Alleinstellungsmerkmal von Bobo VR zurzeit. Und befestigt habe ich das folgendermaßen. Ich werde das jetzt nicht komplett zerlegen, aber ihr seht es hier. Ich mache das mal ab, damit ihr das besser sehen könnt. Also folgendermaßen. Als erstes nehme ich das Polster hier raus, hinten vom Kiwi Design. Und dann sehen wir hier schon, wie das Ganze hier installiert ist. Also wir haben das Bobo VR hier drauf gelegt, erstmal hinten an das Polster. Nicht Polster, an das Strap. Es liegt hier einfach drauf. Und dann haben wir ja hier diese Aussparung. Ich mache das mal komplett von vorne. Was soll denn der Geiz? Das ist nämlich ein bisschen kompliziert. Also dieses Mittelstück hier, dieses Mittelstück müsst ihr einfach zusammenklappen. Das brauchen wir in dem Fall nicht. Und dann haben wir diese Umschließung an den Seiten. Diese Umschließung werden wir jetzt so verwenden, indem wir die unteren hinten durchziehen. So. Schön positionieren, dass es mittig ist und dann befestigen wir das an den Velcro von dem Strap. Also hier ist ja natürlich Velcro hinten dran, also Klett, ich finde den Namen Klett immer so ein bisschen blöd. Hier hält das jetzt schon dran. So. Und anstatt dass wir das jetzt hier zumachen, belassen wir das oben. Wir machen das jetzt hier wieder dran. Das Polster vom Strap. So. Und jetzt nehmen wir noch hier die oberen, die übrig sind, und machen die hier auf das Top Strap, weil da ist nämlich auch Velcro. Also nicht Velcro, sondern so ein Stoff. So ein bisschen über Kreuz. Und jetzt hält das Ganze hier bombenfest. Also ich kann das hier super stabil. Und das hier ist meiner Meinung nach die zurzeit beste Lösung für die Oculus Quest 2, wenn ihr kein Halo Strap haben wollt. Denn da ist das Bobo VR natürlich immer noch erste Sahne. Aber wer keinen Bock auf Halo Strap hat, da ist die Kiwi Audio Lösung natürlich echt super. Aber in dem Video sollte es erstmal um das Bobo VR gehen. Was ich zur Audiolösung von Kiwi Design zu sagen habe, seht ihr in meinem anderen Video. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Ich hoffe, euch konnte dieses Video weiterhelfen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wofür ihr das Bobo VR B2 Dock nutzen würdet. Eher für die Pico 4, wo das eher eine Notlösung ist, finde ich. Oder eben für die Oculus Quest 2, wofür es tatsächlich gebaut wurde. Tatsächlich könnte man das bestimmt noch verbessern,
für die Pico 4, aber mit dem, was im Lieferumfang enthalten ist, ist es nicht optimal. Ich musste ja schon selbstklebendes Klett für meine Lösung benutzen. Das musste man sich natürlich extra kaufen, wenn man es nicht gerade da hat. Auf jeden Fall dennoch ein super gutes Produkt, eben durch diese BoboVR Wechselmechanik. Total cool. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.